So, hallo Freunde, ich begrüße euch zum neuen Video. Crash im Kryptomarkt, wie geht es weiter? Große Panik heute Morgen, der Kryptomarkt und auch der Aktienmarkt sind stark gecrashed. Und wir möchten uns heute mal den Bitcoin und verschiedene Altcoins mal anschauen, wie schlimm es denn ist und was denn als nächstes passieren wird. So, beginnen wir mal mit dem Bitcoin im Tageschart. Hier zoome ich mal ein wenig an und schauen wir uns genauer das Ganze mal an. Also wir sind hier Mitte Januar vom unteren Rand des Kanals hochgebounced und nun mit ziemlich viel Karacho heruntergekommen. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, dass es sich hierbei um eine 1-2-Bewegung handeln könnte. Wir haben auch dazu eine FIB für die Welle 2 eingetragen. Die Welle 2 ist die tiefste Korrektur in der Elliott-Wellentheorie. Die Welle 2 kann bis zu knapp 100% korrigieren. Typischerweise korrigiert sie jedoch bis zu 78,6%, manchmal sehr selten sogar tiefer bis 85,4%. Das, was wir heute gesehen haben, ist eher untypisch, so tief zu korrigieren. Das war ein regelrechter Flash-Crash. Das hat auch offenbar zu der größten Liquidation im Kryptomarkt überhaupt geführt und zu einer regelrechten Panikstimmung. Naja, und deswegen auch das Video, denn wir wollen uns mal anschauen, wie es denn hier jetzt weitergeht. Müssen wir mit einem weiteren Abverkauf rechnen oder ist das jetzt der letzte Dip vor einem weiteren Bullenrun? Bleiben wir kurz beim BTC und gehen auf den 4-Stunden-Chart. Dort schauen wir uns mal die Wellenzählung an. Wir haben gesagt, hier haben wir vermutlich eine erste Welle gehabt. Hier ist eindeutig, wenn man sogar noch im 1-Stunden-Chart schaut, ist es noch eindeutiger. Hier haben wir also eine 1, 2, 3, 4, 5 Bewegung zu der 1 und dann fing diese Korrektur erstmal sehr flach an. Ja, mit einer ABC, um dann letztendlich in dem zu enden, wie es jetzt auch geendet ist, nämlich einem regelrechten Flash-Crash. Und trotz allem dem, wenn wir zurück auf das Tageschart gehen, ist das alles relativ glimpflich abgelaufen. Ja? Denn das Tief wurde nicht unterschritten. Wenn wir uns das anschauen, hier ist das Tief. Das Tief wurde nicht unterschritten und somit ist die Welle 2 absolut valide. Und wir haben auch schon auf dem Stundenchart Wellenbewegungen nach oben. Da müssen wir jetzt nochmal genau gucken, was wir hier haben. Aber letztendlich könnte es eine 1, 1, 2 sein. Sieht mir bis jetzt eher nach einer dreiteiligen Bewegung aus. Das müssen wir also weiter noch beobachten. Nichtsdestotrotz ist der Bitcoin stark wieder nach oben gebounced. Hier reden wir von circa $9.000 innerhalb von einigen Stunden. Also kann man sagen, in Bitcoin befinden wir uns auf Kurs. Alles in Ordnung soweit. Schauen wir uns das Ganze auch mal an, wie weit es denn jetzt nach oben gehen könnte, wenn wir davon ausgehen, dass das die Welle Nummer 2 ist. Dann könnte man davon ausgehen, dass sich der Kurs bis etwa 120.000 nach oben bewegen wird zu einer Welle 3 und letztendlich könnte der Kurs dann bei etwa 150.000 dann in der letzten Welle 5 oder einer Welle C, das müssen wir noch sehen, ob es dann eine dreiteilige Bewegung sein wird, münden. Gut, dann gehen wir über zum nächsten Altcoin.
Da gucken wir uns mal XRP an. Erst einmal im Tageschart. So, was ist hier passiert? Wir haben hier einige Wellen eingezeichnet, die hier offenbar inzwischen obsolet sind, denn der XRP-Kurs ist unter den Anfang der Bewegung gegangen, also können wir den jetzt auch vom Chart nehmen. Schauen wir uns das Ganze mal etwas weiter weg an. Wir gingen also davon aus, dass wir hier die Welle 4 abgeschlossen haben und uns nun in 1, 2 in der Welle 3 bewegen. Und nun stellt sich die Frage, was denn jetzt hier diese ganze Formation denn sein soll. Ist das hier vielleicht schon die 3 gewesen? Und wir haben hier jetzt schon das Top von XRP gesehen. Oder ist das vielleicht die 3 und das ist eine komplizierte A-B-C-Formation? Oder was ist es denn dann? Ich bin immer noch der Ansicht, dass wir diese blaue 3, diese übergeordnete 3, noch nicht gesehen haben. Ich bin immer noch der Ansicht, dass das hier eine untergeordnete 3 war und wir nun in der 4er-Bewegung waren und unter Umständen die Welle 4, also die Korrektur, beendet haben. Wenn wir uns das mal etwas kleiner anschauen und wir uns hier in einer 1, 2, 3, 4 und dieser untergeordneten 5 aufgehalten haben. Das wäre eine Minute-Formation. So, dass wir hier eine ziemlich komplizierte 2 gesehen haben, also eine A, B, C. Jedenfalls hat XRP vermutlich hier die untergeordnete 4 abgeschlossen, die Korrektur abgeschlossen und ist jetzt also nun auch auf dem Weg zu dem Bullentop, zu dem Bullenmarkt-Top unter Umständen. Wir müssen auch hier schauen, wie sich der Kurs weiterhin bewegt. Noch kann man nicht wirklich eine fünfteilige Bewegung erkennen. Das sieht mir jetzt eher dreiteilig aus, aber das werden wir im Laufe der nächsten paar Tage uns weiterhin noch anschauen. So, zum nächsten Coin. Wir kommen zu Stellar Lumens XLM. Hier ein ähnliches Bild, beziehungsweise hier etwas klarer. Wir haben gesagt, dass hier vermutlich die Bewegung nach oben, die 3, abgeschlossen wurde. Und im letzten Video habe ich vermutet, dass die Welle 4, die Korrektur, unter Umständen schon beendet worden war. Dem war nicht so. Jedoch habe ich auch gesagt, dass wir uns immer noch im Rahmen der Fibonaccis für eine Welle 4 befinden. Und das ist auch hier absolut der Fall. Also die Welle 4 kann locker bis zu der 50% FIB-Markierung gehen. Wir haben die 38,2 durchstochen und ganz schnell wieder hochgebounced und bilden hier also ein Doji, ein bullisches Doji. Und hier kann man also davon ausgehen, dass hier nun die 4 vollendet ist mit einer A-B-C-Bewegung. Nun wollen wir mal schauen, wie hoch XLM noch gehen könnte. Ich habe hier schon mal eine Zählung vorbereitet. Wir haben also eine sogenannte Reverse Fib von dem Top der Welle 3 auf den untersten Punkt der jetzigen Welle 4 angesetzt. Und hier sehen wir also vor allen Dingen zwei Bereiche, die 361,8% würde ich weglassen.
entweder die 161,8 oder die 261,8. So in diesem Rahmen wird sich das Ganze abspielen, denke ich. Nehmen wir eine andere Möglichkeit in Betracht und ziehen uns noch eine Extension zu Rate am Low der Nummer 2 zum Hoch der 3 und zum Tief der 4. Und wir sehen, dass die sich zum Teil decken und somit können wir diese Zielzone in diesem Bereich in etwa anpeilen. So in diesem Bereich würde ich XLM zum jetzigen Zeitpunkt austoppen sehen. Das bedeutet so zwischen 1,10 $ und 1,25 $ in etwa. Gut, gehen wir zum nächsten. Algorand. Algorand hat es ziemlich gebeutelt. Das können wir hier sehen, also das war ein richtiger Flash Crash bei Algorand. Nichtsdestotrotz ging es in eine Welle, untergeordnete Welle C, so wie wir es vorhergesehen haben. Wir haben hier die 3 getoppt und dann wurde eine A, B und nun auch eine C ausgebaut. Die C, also die Welle 4, ging nicht tiefer als das Top der Welle 1 in dem Fall, da ist also noch ganz viel Luft dazwischen. Und auch hier wurde das Low auch ganz schnell aufgekauft, so dass wir mit Algorand fast wieder auf dem Level sind oder sogar auf jeden Fall auf dem Level sind wie am Wochenende. Es ist also nichts wirklich Dramatisches passiert, was zumindest den jetzigen Chartverlauf betrifft. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Wir befinden uns derzeit wahrscheinlich in der untergeordneten 5. Welle der übergeordneten 3. Welle. Schauen wir uns mal auf dem Wochenchart an. Und das wird auch vermutlich das Bullenmarkt hoch für diesen Zyklus sein. Gehen wir mal auf den 4-Stunden-Chart über und betrachten uns mal die Möglichkeit des Tops. Das letzte Mal anhand der Daten, die wir hatten, haben wir hier diese Fibonacci Extension eingezeichnet. Nun schauen wir mal, ob sie dann soweit noch stimmt. Da müssen wir nachjustieren, aber es ändert sich letztendlich nicht viel. Wir können gerne noch auch die andere Möglichkeit zur Rate ziehen, wie wir es schon mal gemacht haben, die Fibonacci Extension. Genau, und wir kommen also auch wieder auf eine ähnliche Zählung. Also auch hier liegen wir in diesem Bereich. Auch hier würde ich die untergeordnete Welle Nummer 5 in etwa in dieser Zone sehen. Das heißt, wir sprechen hier von circa 90 Cent bis in etwa 1,10 $. Das kann natürlich alles auch viel höher gehen, gar keine Frage. Wir gehen jetzt aber einfach mal von dem realistischsten Fall aus, von dem heutigen realistischen Fall aus, dadurch, dass wir auch ziemlich tief die Welle 4 abgeschlossen haben in Algorand, glaube ich zumindest Stand heute nicht, dass wir höher als 1,50 $ gehen werden.
So, Aptos. Bei Aptos haben wir ein ähnliches Bild. Wir haben ja gesagt, dass wir die übergeordnete A, B abgeschlossen haben und uns in der übergeordneten C bewegen. Und wir haben gesehen, dass wir hier untergeordnet schon 5 Wellen vorweisen konnten und wir gingen davon aus, dass das also eine Welle A ist, dadurch, dass wir uns hier in dreiteiligen Strukturen bewegen. Und die B wird jetzt wohl auch vollendet sein. Ja? Die B ist auch sehr tief runtergekommen. Normalerweise sollte die B nicht den Tiefpunkt der vorherigen C kreuzen. Hat sie auch nicht gemacht, sie ist sehr tief gekommen, aber ist jetzt nun auch wieder hochgebounced, wie bei all den anderen Altcoins. Und nun müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Auch hier sehen wir bis jetzt nur eine dreiteilige Struktur nach oben, aber das werden wir also über die nächsten Tage natürlich weiterhin beobachten. Auch hier bis jetzt nicht viel passiert. Bei Doge vielleicht noch ein ganz ähnliches Bild. Wir befinden uns vermutlich, oder wir befinden uns ganz sicher in der 5. und letzten übergeordneten Welle dieses Zyklus. Und wenn wir uns das Ganze etwas näher betrachten, dann sind wir vermutlich gerade noch in der 3. untergeordneten Welle und haben auf dem 1-Stunden-Chart, wenn wir das mal uns näher betrachten, höchstwahrscheinlich, jetzt will er nicht laden, nun die korrektive Bewegung der untergeordneten 3. bzw. hier in dem Fall 4. Welle abgeschlossen. Ich hatte ja auch schon im Vorfeld die Vermutung, dass wir hier eine WXY-Formation hatten. Das habe ich hier in diesem Bereich, als das X ausgebaut wurde, vermutet. Weil das hier alles sehr korrektiv aussah, ging ich nicht davon aus, dass es eine impulsive Bewegung nach oben in der 5. Welle ist. Ich ging also nochmal von einem Dip nach unten aus. Das ist also auch eingetreten. Wir können also hier die 4 hier vorziehen. Und auch hier sieht die Bewegung nach oben doch relativ stark nach einer dreiteiligen Bewegung aus. Auch hier müssen wir das Ganze nochmal beobachten, aber es ist anzunehmen, dass nun die letzte Bewegung nach oben in diesem Bullenzyklus gestartet ist. Als letztes schauen wir uns noch Floki an. Absolut ähnliche Geschichte. Floki und Doge laufen auch ähnlich, nicht gleich, aber doch ein bisschen ähnlich. Bei Floki, wer das Floki-Video gesehen hat, ging ich davon aus, dass wir uns überzyklisch in einer Leading Diagonal befinden und Floki vermutlich am 5. Juni 2024 die 3. Welle abgeschlossen hat und seitdem befindet sich Floki in einer ziemlich großen, aber auch komplizierten Korrektur. Ich hatte schon die Vermutung im letzten Video, dass auch hier eine WXY zustande kommen wird. Dies ist jetzt also auch auf den Punkt genau passiert. Floki hat nur ganz leicht die 50% Marke gepierst, ist also sofort wieder hoch. Und wir können hier die Markierung der Welle Nummer 4 hier hin tun. Und es ist also davon auszugehen, dass wir nun mit Floki die letzte 5. Welle begehen werden für diesen Zyklus. Wie weit das sein wird, ja, das ist natürlich auch eine gute Frage. Hier haben wir ein FIB offen von dem Tiefpunkt bis zu der 3, also
die gesamte Bewegung bis zum Top der Welle 3 und das projiziert uns also die möglichen Zonen für die 5. Welle, die da wären 0,00056 und 0,00090 Cent. Dies ist absolut im Bereich des Möglichen, ja, beziehungsweise alles, was hier dazwischen ist. Ich habe hier noch eine andere Zone eingetragen, das ist die 0,0017. Das wäre unter Umständen als absolutes Ausnahmetop möglich, je nachdem, wie sich jetzt noch der Bullenmarkt verhalten wird. Wenn es jetzt nochmal so richtig heftig nach oben geht, dann ist das vielleicht noch im Bereich des Möglichen. Realistischerweise würde ich aber tatsächlich von diesem Bereich hier ausgehen. Ja, also persönlich bei 0,00056 bis 0,0009. Gut, so, also in vielen Bereichen so, wie ich vorhergesagt habe. Wir haben also noch einmal die Welle 4 zu Ende gebracht. Wichtig, auch hier bei Floki sehe ich gerade, auch hier ist in der Struktur der Wellen nichts passiert. Die 4. Welle hat nicht die 1. Welle gekreuzt. Das ist bei den anderen Charts auch nicht passiert. Ja, es war eine tiefe Korrektur, aber von der Struktur her absolut gesund, absolut in Ordnung, keine Panik. Es ist nichts passiert auf der Titanic. Wir bewegen uns jetzt allergrößter Wahrscheinlichkeit nach in die Welle 5 zum Zyklusende diesen Bullenmarktes. Das war's für heute. Vielen Dank. Bitte lasst ein Like da. Bitte abonniert meinen Kanal. Bis dann, meine Freunde. Ciao, ciao.